Haben wir Ton? Ton war kurzfristig da. Okay, das ist gut. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen weiter, damit ihr mich hören könnt. Ich mache gleich nochmal die Anmoderation. Sehr gut, okay. Ja, finally. Herzlich willkommen. Es tut mir sehr leid, ich weiß nicht mal, was das war. Ich werde jetzt einfach nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Also, wir sind beim Formula Student Germany. Das heißt, wir sind hier beim Stand von Audi. Wir machen hier Coding Challenges. Grüße zurück. Vielen Dank für das Feedback. Und sorry für den verspäteten Start. Genau, wir machen nochmal kurz alles von vorne. Ja, also was wir hier machen, sind Coding Challenges. Wir haben 5 wundervolle Teilnehmer, wobei 2 zusammenarbeiten. Und ihr 2 auch irgendwie so halb zusammen. Also wir haben 3 Teams, die zusammen teilnehmen. Es geht ja auch darum, dass alle als Team zusammenarbeiten hier bei dem Event. So ist es nämlich. Wir haben einmal hier Hochschule Karlsruhe. Wir haben einmal hier am TU Fast. Ihr seid von? München. Und ihr seid von? TU Berlin. Herzlich willkommen. So, genau, und ja, die haben alle dieselbe Challenge bekommen, nämlich Challenge 1, ihr findet sie unten in der Beschreibung verlinkt. Es geht darum, dass ihr Unix-Pfade habt, die nicht normalisiert sind. Das heißt, da ist manchmal noch so ein Punkt, Slash dabei und das ist einfach in Unix. Das kann man schreiben, dann geht man quasi einen Ordner wieder nach oben. Das ist ein bisschen nervig, wenn man das einfach jedes Mal drin lässt. Das sieht einfach nicht gut aus und deswegen haben wir die Aufgabe, dieses Mal einen Normalisierer zu bauen. Das heißt, wir wollen diese Pfade normalisieren. Und da gibt es ein paar Optionen und wir wollen uns schon mal angucken, weil ich ja jetzt offensichtlich schon ein bisschen zu spät gestartet bin mit dem Ton und sowas, wollen wir uns einmal ganz kurz die Screens von den Teilnehmern angucken. Wir haben alles eingerichtet, dass ihr die auch sehen könnt. Also einmal Screens 1 bis 5, wobei 3 ist leer. Also 1, 2, 5 und 6, I guess. Genau, und ja, wir sehen, also ihr könnt eigentlich auch die Sprache frei wählen. Hier Screen 1 arbeitet mit Java. Das bist du? Ihr seid beide mit Java unterwegs? Du machst mit Python, genau. Du arbeitest mit Java oder du hast mit Java angefangen. Und ihr beide arbeitet einmal mit Python und auch mit Python. Interessant, ja. Irgendein Grund, warum ihr das gewählt habt? Also irgendwelche Präferenzen? Das Argument ist Python für Entwicklungsgeschwindigkeit und ja, es gibt 1000 Wege nach oben. In Python die meisten Wege, hoffentlich erwischen wir einen. Smart, ja. Das heißt, in Python, man kommt schnell zu einem Ergebnis. Ja, genau. Prototyping, so ein bisschen, ja. Zum Glück muss man hier nicht optimieren. Man muss ein bisschen optimieren, man muss den Algorithmus optimieren, aber man muss nicht auf maximale Geschwindigkeit und Performance optimieren. Ansonsten, ihr seid wahrscheinlich eher so im C-Bereich unterwegs, so bei eurem Car. Normalerweise beim Auto machen wir alles in C++ und ja, benutzen ROS dazu. Das ist, glaube ich, so der Standardweg, den die meisten Teams wählen. Ja. Kann ich verstehen, ja, absolut. Und jetzt eben hier mal kurz was zu Prototypen, ist natürlich in Python schnell getan. Genau, cool, ja, okay. Schauen wir uns mal kurz an, was ihr in Python schon gemacht habt. Sehe ich auch irgendwo die tatsächliche Ausgabe, die man programmen will? Ja, alles was du printest, müsste in den Beispielen dabei stehen, da siehst du deine tatsächliche Ausgabe. Warte, ich komme mal kurz rüber zu dir. Dankeschön, danke. Du kannst... dann ist nichts geprintet worden. Ja, das... Geh mal kurz nach oben bitte ein bisschen, bei den Beispielen. Ah, schau mal, da gibt es einen Fehler. Nicht ganz so weit nach oben? Hier. Error. Ja. Also, irgendwas ist schief gelaufen. Irgendwo gab es einen Fehler. okay, dann sage ich mal. Aber sonst sollte ich das sehen, oder? Theoretisch sonst solltest du Prints einfach sehen, ja genau. So. Okay. Also ich schaue mal bei euch kurz in den Code rein. Wir sehen einmal, ihr habt eine Funktion geschrieben, die heißt Normalize. Ihr guckt nach dem absoluten Pfad, das heißt, ihr guckt erstmal, ob es mit einem Slash anfängt, splittet dann an den Slashes. Ihr macht es sehr effizient, das ist verdächtig nah an unserer Musterlösung dran. Das ist schon mal super. Genau, ihr müsst nicht unbedingt direkt submitten, ihr könnt auch, ihr könnt natürlich, klar, keine Frage, ihr könnt aber auch unten die Beispiele testen erstmal.
Da gibt es Beispiele, die kann man einzeln testen jeweils. Weil die Submission ist dann nochmal, da sind noch ein paar geheime Beispiele drin, die wir nochmal zusätzlich testen, die wir euch nicht sagen, damit ihr nicht einfach die hier hardcodet. Traumatisiert von? Nein. Sicher nicht. Ja, der Praktomat. Hieß er bei euch auch Unpraktomat? Ja, natürlich. Gut, okay, das hat sich durchgezogen. Nicht mehr. Bei uns haben sie es weiterentwickelt. Okay, schau an. Artemis. Okay, es gab was Neues. Quasi das gleiche, aber noch ein Wann hast du angefangen mit Studieren? Also welches Jahr? 21. 2 Semester gemacht Und dann, okay. Also vielleicht Kontext für die Zuschauer. Es gibt beim KIT einen automatischen Tester, der nennt sich Praktomat. Spoiler, ist ein Abgabesystem für die Java-Übungsaufgaben, bei euch auch? Gut, ja. Also bei mir waren es Java-Übungsaufgaben und man musste dort immer so quasi einzelne Code-Schnipsel hochladen. Und dann wurde das ausgewertet, automatisch. Hat nicht gut funktioniert, deswegen hieß er Unpraktomat. Ja. Traumatisiert sind wir, glaube ich, alle davon. Oh Gott, ja, ich erinnere mich. Mit Grauen. Okay, weißt du was, ich komme einfach mal direkt zu dir rüber. Ich finde es nämlich eine ganz coole Sache, wenn ich hier einfach über die Schulter schaue. Die Find-Methode. Genau. Oh, Ja, smart. natürlich hier absichern gegen falsche Eingaben. Ja. Wobei wir tatsächlich bei den Challenges gar nicht so böse sind. Also die Eingaben sind meistens ganz in Ordnung. Aber besser absichern. Das kann schon mal vorkommen, dass wir zum Beispiel Edge Cases haben. Ja, das ist schon gut. Sehr cool, ja. Okay, also ihr sucht den absoluten Pfad, ihr splittet den, das heißt, ihr habt quasi so Unterordner immer drin und dann Edge Cases raus. Schön. Das sieht nach einer sehr soliden Lösung schon aus. Jetzt gucke ich mal kurz, was die Leute im Stream dazu sagen, ob sie auch schon was probiert haben. Hat man remote auch die Möglichkeit, eine gute Connection zu Audi durch die Challenges aufzubauen? Ja, absolut, natürlich. Wenn du die Challenges löst, sollte sich bei dir ein kurzes Fenster auftun und dort sollte ein Link dabei sein. Das heißt, da kommst du dann auch direkt dazu. Genau, das kannst du auf jeden Fall machen. Guck gerne da einfach mal rein und dann wirst du da auf jeden Fall was finden. Ansonsten, die Sachen bleiben natürlich auch online. Und auch das Fenster bleibt online und ich denke, wir werden nicht das letzte Mal so ein paar Streams oder Videos zumindest machen. Das heißt, dadurch könnt ihr auch... Ihr könnt keine persönlichen Connections aufbauen, ihr könnt persönliche Connections zu mir aufbauen, wenn ihr mir schreibt. Aber ja, wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, was zu machen. So, ich habe einen Pfadnormalisierer in Python implementiert. Dieser nimmt einen Dateipfad als Eingabe und vereinfacht ihn, indem er Punkt, also das aktuelle Verzeichnis ignoriert, Punkt, also das übergeordnete Zeichen korrekt behandelt und überflüssige oder leere Komponenten entfernt. Pfad wird in seine Bestandteile zerlegt, die durch Slash getrennt sind und diese werden mit Hilfe eines Stacks verarbeitet, um einen normalisierten Pfad zu erstellen. Und der resultierende Pfad wird zurückgegeben. Das ist quasi genau die Challenge, die du da gerade geschrieben hast. Also ich kann deinen Usernamen nicht aussprechen, weil du hauptsächlich Sonderzeichen benutzt, aber im Endeffekt genau das ist die Challenge. Kannst du gerne einfach reingeben und noch ein bisschen anpassen, dass es quasi mit unseren Ein- und Ausgaben klar kommst, aber ja, easy. Das ist eigentlich genau das. Sehr cool. So, jetzt schaue ich mal bei euch beiden rein. Das müsste... Warte. Ja, das ist der richtige Stream. Ich muss immer gucken, welcher Screen das ist. Das ist Nummer 5 gewesen. Okay, wir arbeiten mit der Pathflip. Pathflip ist gut. Ey, Pathflip ist großartig. Aber man muss natürlich trotzdem normalisieren, ne? Stimmt, aber wir hoffen darauf, dass Normalisierung schon fertig drin gibt. Ach so. Kurze neu erfinden, werden es schon fertig gibt. Ist auch immer eine gute Idee. Also wenn man eine Aufgabe hat, dass man dann einfach eine Library-Funktion findet, die das für einen macht, ist immer eine super Idee. Ja. Das nimmt aber ein bisschen zu viel, weil wir bekommen Sachen aus dem lokalen Filesystem von dem Testserver. Sachen im Filesystem zu resolven. Oh, okay. Aber kommen noch hin, schon. Ihr seht, wir haben auch ein bisschen Wind heute. Was sehr, sehr cool ist. Okay, ja, Wahnsinn.
Mir fällt gerade auf, wie viele Funktionen ich von Pathlib auch nicht kenne. Aber das Resource ist ja das absolute Paar. Genau. Das ist ja der Witz. Ich glaube, das ist die Frage, ob Resource ist. Also ihr wollt nicht einen absoluten Pfad in nicht-absoluten konvertieren, beziehungsweise andersrum. Ja, Könnt ihr gar nicht. Ihr wisst ja nicht, in welchem Ordner ihr gerade seid. ja, das muss schon. Also, es gibt diese nice Funktion Resolve. Es gibt diese nice Funktion Resolve, die halt direkt viele Sachen davon halt macht. Ja. Aber die guckt halt actually auf dem Filesystem rum und dann jetzt hat er da Sachen irgendwie gefunden und nicht gefunden. Also will er im Prinzip das haben, aber ohne dass er actually auf dem Filesystem nachguckt, nicht wahr? Ja, das macht es immer ein bisschen schwierig, ne? Aber das Filesystem hast du in dem Fall, also du hast quasi keinen Zugriff drauf, genau. Ja. Deswegen, ja. Wahnsinn. Nee, könntest du einfach Okay. die Sachen cutten an Slashes und dann mit Jump Path die anhängen. Kommt zu schön. Ja, wir überlegen halt, wie man es machen kann. Wir müssen ein paar Flip-Doku lesen. So. Nur ein paar Gedanken einfangen, das ist schon mal ganz wertvoll. Okay, dann schauen wir doch mal bei TU Fast rein. Er ist schon fett am Schreiben. Okay, also erstmal wird. Genau. Es wird ein bisschen Debug, ne? Ich komme mal direkt zu dir rüber, weil dann können wir direkt reden. So. Ich überlege erstmal noch, wie genau die Aufgabenstellung, wie das Eingabeformat ist, weil das ist ja eigentlich hier quasi eine Eingabe, wie viele Testfälle es sind und dann sollte man ja, glaube ich, mit einer For Loop das Ganze durchtesten, das Ganze mehrfach aufrufen hintereinander. Ja. Und genau, ich hatte jetzt erstmal den Punkt hier angefangen und dann gemerkt, es geht irgendwie so nicht, wie ich es geplant hatte. Deshalb, ja, genau. Ist gerade auch noch die Auslosung. Ja. Die sollte erst nachher sein, glaube ich, die Auslosung. Deswegen streamen wir schon ein bisschen früher. Weil nachher sollen hier wohl 800 bis 1000 Leute reinkommen oder hinkommen zumindest und dann wird es sehr voll. Ja. Das wollten wir für den Stream vermeiden, weil sonst wird es sehr laut. Aber es sieht schon mal sehr interessant aus. Im Endeffekt, du guckst erstmal, ob du. Input von 0 sollte ja die Zahl sein, wie viele Testfälle ich habe. Nee, warte. Also erstmal zu den Inputs ganz kurz. Jedes Mal, wenn du Input aufrufst, kriegst du immer nur eine Eingabe. Also Input Okay. würde dir erstmal hier die 9 geben und dann würde dir /foo, /bar, würde, also der erste Pfad hier, Ja. /foo, /bar, /Punkt, /bar wäre dann wieder, wenn du Input aufrufst. Okay. Wenn du wieder Input aufrufst, kriegst du die dritte Zeile und ist so es weiter. gemeint. Genau. Also im Endeffekt, Also als würde muss es der ich User gar eingeben. nicht Input von 0, okay. Dann Ja, genau. kann ich so machen und dann. Also ja. Jetzt kann ich Input. Genau. Also falls ihr Fragen bei der Challenge habt, gell, das gilt für die Teilnehmer hier, das gilt aber auch für online, einfach schreiben. Ich bin hier zum Betreuen. Mach das. Mach auf jeden Fall, kannst direkt einen Pull-Request machen. Sehr spannend. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg dir bei deinem Vollzeitjob. Klar, wir sind natürlich sehr früh dran. Aber wie gesagt, alle, die jetzt nicht können, haben natürlich auch noch im Nachgang die Möglichkeit mitzumachen, beziehungsweise auch zuzugucken. Es gibt Gelächter. Ich muss kurz reingucken, was sie hier tun. Der Input ist schon ein String auf mehrere Zeilen und erwartet es auch wieder ein String über mehrere Zeilen. Das Also wird wenn du das einmal Format Input dann. aufrufst, dann kriegst du die 9. Wenn du nochmal Input aufrufst, kriegst du nächste Zeile. Also als würde es der User eingeben. Okay, cool. Quasi Input ist immer eine Zeile in Python. Und der Output ist ganz normales Print, oder? Genau, der Output ist ganz normales Print, aber halt einmal Print gibt ja immer nur eine Zeile. Also ich meine, du kannst natürlich auch mehrere Zeilen auf einmal ausgeben. Das würde auch gehen. Aber ich würde dir empfehlen, einfach jedes Mal einmal Print aufzurufen und dann, genau. Ja, gut. Das macht die Sache einfacher. Sieht aber schon mal sehr, sehr gut aus. Ich setze mich gerade mal dazu hin und
gehe mal mit dem zweiten Screen alles für euch durch. Also auch hier, genau, Normalize. Dann, ja genau, wird geguckt, genau, es ist ja eigentlich schon recht weit. Es wird geguckt, ob der absolute Pfad gegeben ist. Es wird gesplittet, dadurch hat man eben die Teilbereiche von dem Pfad. Und dann wird geguckt, was ist, wenn es ein Punkt ist. Dann brauchen wir das nicht, weil ein Punkt lässt uns einfach im aktuellen Directory bleiben. Und ein Punkt entfernt nicht nur den Punkt, sondern auch das, was davor drin stand, weil wir landen im Directory oben drüber. Genau, das ist eigentlich schon so ziemlich das Wichtigste. Ihr lacht. Ich will immer zu den Leuten, die gerade lachen über ihren Code, es tut mir leid. Dann rutsche ich mal kurz zu euch rüber. Habt ihr eine Lösung gefunden? Hat's gepasst? Ja, schon, ja. Geil. Das heißt, ihr habt mit NormPath from os.path importen NormPath. Sogar Standard Library. Ja. Das ist natürlich sehr praktisch. Englisch? Oder? Bitte? Englisch, Englisch, Nee, Deutsch? auf Deutsch. Ah, okay, perfekt. Ja, also die Python Standard Library hat ihre Stärken gezeigt. Das heißt, wir können das einfach mit einer Funktion machen. Diese Resolve, das ist alles automatisch schon. Muss man keinen Stack aufbauen oder so ein Kram, einfach nur einmal durch und fertig ist es. Und gut getestet von anderen Developern. Korrekt, Nicht unser eigener Shitty Das Code. ist, ja, tatsächlich. Also für die Praxis sind solche Funktionen meistens todesoptimiert. Meistens auch sehr gut durchgetestet. Edge Cases alle behandelt. Hat es komplett funktioniert? Alles durch, ja. Alles funktioniert. Ja, alles Wundervoll. Habt ihr auch Submit gedrückt oben? Macht mal Submit. Gucken gerade zu. Alles noch extra Testcases noch? Da sind noch ein paar extra Testcases, ja genau. Wo sehen wir das jetzt? Ihr müsst kurz warten, es wird evaluiert, es sind viele Testcases. Ja, solved. Herzlichen Glückwunsch. perfekt. Haben wir irgendwelche Worte? Habt ihr irgendwelche Worte? Python ist auch zu gut. Muss man zugeben. Python ist nice. Ja. Python ist schon sehr nice. Ja, nice. Nee, cool. Und ihr habt kein ChatGPT benutzt. Nein. Sehr schön. Dokumentation gelesen. Perfekt, ja. So wie man es macht. Sie lesen die Dokumentation. So. Ja, wenn man Dokumentation liest. Herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft einmal kurz zu den Herren da vorne gehen, die mit dem Audi-Logo auf ihrem T-Shirt drauf. Die haben noch Preise für Leute, die die Challenge geschafft haben. Also gönnt euch da was. Genau, cool. Dann bis morgen. Bis morgen. Ja, morgen schwere Challenge. Geil. Gucken, wie weit wir kommen mit der Standard Library. Ja, morgen wird es schwierig mit der Standard Library. Also mal gucken, vielleicht findet ihr da auch was. Die ist ja groß, aber schön. Ja, ich dachte, es wird langweilig, wenn eine eigene vorhandene Bibliothek verwendet. Deshalb Warte. selber. Jetzt so. Ja, ich dachte, es wird langweilig, wenn eine Bibliothek verwendet, die es schon für einen macht. Deshalb dachte ich, mache ich es lieber selber. Auch eine sehr, sehr gute, sehr lobenswerte Idee auf jeden Fall, weil man dann noch ein bisschen selber die Programmierskills auspacken kann. Ich meine, es hat beides seine Vorteile. Ne? Ja. Das eine ist halt in der Praxis, klar, da hast du getesteten Code, da hast du alles, was du brauchst. Aber für die eigenen Developer-Skills ist natürlich Standard-Library benutzen, also klar, wenn du die Funktion kennst, ist cool. Aber ja, also es hat beides seine Vorteile. Das ist auf jeden Fall cool. Jetzt bin ich gespannt, wie du es schon angefangen hast. Du hast auf jeden Fall die Anzahl an Aufrufen, dann iterierst du da durch, holst dir die aktuelle Zeile. Genau. Und ich habe jetzt mit dem Punkt angefangen, weil ich Ja. das am einfachsten fand. Und da muss ich ja nur quasi den Teil dahinter nehmen. Ja. Und der da kommt. Und ja, deshalb nehme ich den Index, wo der 2 Punkte ineinander gefunden wird. Und von da will ich dann eigentlich bis zum Ende das Ergebnis haben. Dieses Ergebnis will ich dann printen. Genau. Das Ja, war mein sehr nice. Plan. Das passt aber, glaube ich, noch nicht ganz. Ja, der Punkt ist ja dann, also muss ja auch noch die Slashes bedenken, ne? Genau, aber nicht beim Punkt. Achso, wenn du nur Punkt hast. Genau. Ja, Ich erstmal nur einen Punkt mache. genau, dann gehst du einfach nur einen Ordner nach oben, ja. Das ist jetzt hier auch. Hier ist so angenehm kühl, aber schon auch warm. Ja. War es den ganzen Tag. Hier drin ist, also für die Leute, die uns gerade sehen, wir werden hier alles voll schwitzen. Wir sind gerade schon dabei, den ganzen Tag hier alles voll zu schwitzen. Es ist einfach sehr warm hier drin ist. Ich meine, schaut euch um, es ist alles Glas, die Sonne scheint. Was passiert dann, wenn man Glas hat und die Sonne scheint? Es wird warm. Aber es ist schön dafür, es sieht cool aus. Okay, sehr spannend. Da haben wir schon sehr viel bekommen.
Ich gucke nochmal bei euch beiden rein. Ihr macht nämlich auch die selbstentwickelte Lösung. Da haben wir schon erste Ausgaben. Sieht nicht schlecht aus. Also Foo-Butz funktioniert. Foo-Bar funktioniert. Slash Punkt Punkt ist da noch. Da ist noch was mit dem Punkt Punkt zu viel. Ja, da sind noch ein paar Kleinigkeiten drin, ne? Ich hebe euch das mal hin, dann höre ich euch denken, oder rein die Zuschauer euch denken. Ja, wiederhol's bitte nochmal. Den Case, wo 2 Slashes hintereinander sind, ist der auch mit drin? Nee. Nee. Gut. Den machen wir jetzt. Also, wir haben gerade herausgefunden, was das Problem war. Wenn wir Slash Punkt Punkt Slash Punkt Punkt haben, gehen wir 2 Ordner nach oben. Und das muss man natürlich auch bedenken. Genau. Man kann natürlich nicht, also man kann es natürlich nicht irgendwie alles hardcoden. Das ist das große Problem dabei. Man muss ja im Endeffekt bedenken, irgendwann geht man vielleicht mal mehr zurück, als man eigentlich Ordner hat. Und dann müssen wir eigentlich auch schon mal schauen. Da gibt es nämlich sogar Fälle, die gar nicht mehr funktionieren. Genau, das steht genau da. The Parent Directory of Slash, also wir sehen gerade die englische Ausgabe. Das Elternverzeichnis von Slash ist einfach Slash. Das heißt, wenn ich aus einem Ordner, zum Beispiel Slash Foo Slash, nochmal 2 nach oben gehe, dann lande ich nicht in einem Ordner über meinem Elternverzeichnis, sondern halt einfach trotzdem in meinem Root-Verzeichnis drin. Und genau das müsste man hier natürlich dann auch noch bedenken. Das ist aber gar nicht mal so schlecht gewesen. Ich glaube, das hat sogar funktioniert gehabt. Okay. Wenn ihr übrigens Feedback habt bezüglich der Challenges oder sagt, ey, ich will da irgendwas machen. Den Laptop? Der Laptop ist langsam, ja, das ist richtig. Der ist warm geworden tatsächlich. Oder ist es der? Ja, es geht. Er ist warm. 1 GHz ist halt nicht das Neueste vom Neuen. Tatsächlich, ja, der ist nicht so super schnell. Genau. Aber für Webbrowser sollte es reichen. Ja. Ich bin halt einer, der gern viele Tabs offen hat. Ja, Von daher- Tab-Messi. Fühle ich. Genau. Aber ja, es sollte. Weil ich brauche. Du brauchst? Ich muss denken. Wenn ich ja einen Punkt habe, dann muss ich das Slash danach noch entfernen. Ja. Das heißt, ich muss ihn irgendwie anders aufteilen. Muss mir noch überlegen, wie ich das mache. Ja, also aufteilen heißt in dem Fall natürlich, man muss im Endeffekt sich also ich sage das jetzt mal leise für euch, einen Stack aufbauen, mit dem wo man dann quasi Sachen rauswerfen kann. Nach und nach. Ah ja, habt ihr schon gemacht. Sorry, was? Was passiert? Dinge passieren. Gut. Okay. Genau. Also im Endeffekt baut sich ja hier ein Pfad immer so ein bisschen auf Unix oder generell, wenn ihr einen Pfad habt, baut sich immer so eine Ordnerstruktur auf. Und wenn ihr irgendwas damit macht, dann könnt ihr dann natürlich auch immer sagen, okay, ich baue mir jetzt hier immer so kleine Häppchen auf, quasi ein Ordner, noch ein Ordner, noch ein Ordner. Dann habe ich im Endeffekt eine Liste an Ordnernamen, die jeweils immer ihre Eltern und Kinder haben und kann dann immer eins hochgehen, noch eins hochgehen, noch eins hochgehen. Und irgendwann komme ich nicht mehr weiter hoch und dann bin ich schon beim Root-Verzeichnis, dann gebe ich das zurück. Das würde hier auch, glaube ich, ganz gut funktionieren. Genau. Vielleicht für die Leute, die es interessiert, wir haben eine Lösung. Ich gucke mal ganz kurz nach, damit ich euch keinen Schmarrn erzähle. Eine Lösung in 15 Zeilen. Und es ist nicht irgendwie, weil wir extra shitty gecodet haben, weil sie sondern einfach weil sie fertig ist. Aber es ist Python, also klar, in anderen Sprachen habt ihr ein bisschen mehr. Genau, aber da könnt ihr mal gucken, ob ihr da hinkommt. Können wir mal irgendwann
so eine extra Challenge machen. Wer schafft einen kürzeren Code? Finde ich gut. Okay. Ja, dann würde ich einfach ein C programmieren. Einen kürzeren Code? Ja, kriegst du in einer Zeile hin. Gut, ja, in Python kriegst du es theoretisch auch in einer Zeile hin, wenn du möchtest. Also kannst du machen. Aber, also ich meine jetzt auch von den Zeichen her wahrscheinlich dann irgendwann wird es knapp. Es geht schon. Also man kann sehr, sehr knapp. Aber lesbaren kurzen Code. Wobei, das kann man nicht automatisch auswerten. Ich muss den Gedanken noch ausarbeiten. Ich würde sagen, Python geht eigentlich, weil ja Ja gut, du. noch beschränkt ist durch die Syntax. Ja. Die Position ja Unterschiede in der Syntax machen. Man kann zwar viel mit List-Comparisons und sowas machen, denke ich. Ich denke nicht, dass komplett Python wirklich Ja, also es geht ja schon darum, dass man einen lesbaren Code hat. Ansonsten, Man muss ja einmal, man muss 2 Aufrufe haben, um Input auf einmal um die Zahl ja. herauszufinden und dann noch einmal, um quasi die andere Routine zu machen. Gut, in C kannst du halt wirklich einfach alles in eine Zeile schreiben, ne? Das ist halt einfach egal, ja. Das stimmt. Ich setze noch die Tests auf und es sind schon Leute fertig, das ist crazy. Ja, tatsächlich. Manche sind einfach krass schnell, was das angeht. Ich glaube, wir haben auch schon bei der Academy selber, also online, haben wir auch schon ein paar Abgaben gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, also ob ihr die auch gleichzeitig probiert. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr da auch schon was hinbekommen habt. Finde ich sehr, sehr interessant. Genau, ich gucke noch mal kurz bei euch beiden vorbei. Also wir haben... Das ist der beste Moment. Sag nochmal. Was machen wir eigentlich? Das ist immer der Moment, wo man denkt, also davor dachte man sich, warum hat das nicht funktioniert? Und dann dachte man sich, warum hat das funktioniert? Ja, das ist der Moment. Unser Ansatz ist Quatsch, aber wir sind jetzt so weit drin, dass wir das irgendwie zurechtpushen wollen. Euer Ansatz ist nicht so schlecht. Was genau meinst du davon ist Quatsch? Schöner wäre gewesen, eine Baumstruktur aufzubauen nach Syntax und das wieder rückwärts aufzulösen. Ja. Brauchst eigentlich keinen Baum in dem Sinne. Du hast ja nicht den vollen aller Ordner in diesem Unterverzeichnis. Und du musst nicht verifizieren, ob die Ordner da sind. Dementsprechend brauchst du nicht unbedingt einen Baum. Aber klar, also ich gebe dir vollkommen recht, wenn du wirklich alles in Production hättest, dann würdest du wahrscheinlich gucken, ist es da, ist es nicht da, können wir da überhaupt rein. Aber so brauchst du im Endeffekt keinen Baum, sondern die eindimensional im Endeffekt. Ein Stack wird schon reichen. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, also ich meine, Baum kannst du auch machen. Das ist dann die sehr elegante, sexy Lösung. Wenn ich in der Uni besser aufgepasst hätte, hätten wir das jetzt in Haskell probieren können. Das wäre Bitte nicht. wahrscheinlich die schönste Lösung. Bei wem hattet ihr Haskell? Wart ihr da? Habt ihr die am KIT noch gehört? Oder da wart ihr? Okay. Ja, es ist. Ihr habt auch Spaß mit Haskell? Ja. Leider, ja. Alle haben Spaß mit Haskell. Haskell ist Die Leute, die Spaß mit Lisp haben. Außer die Leute, die Spaß mit Prolog hatten. Wobei Prolog und Haskell sind ja schon nochmal. Wobei, hattest du Prolog? Hattest du Spaß mit Prolog? Okay, gut. Ich dachte schon. Puh. Also ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die mögen Prolog und es gibt Leute, die mögen Haskell. Und das ist dann irgendwie immer so ein bisschen verwirrend für mich. Es gibt auch Leute, die mögen alten Käse. So. Ich schalte Copilot gleich aus, aber Copilot kennt schon die Ergebnisse der Challenges, bevor es die Funktion von mir gibt. Ja, tatsächlich. Deswegen haben wir auch gemeint, also für die Challenge hier, für die Online-Teilnehmer kann ich es buchstäblich nicht kontrollieren, klar. Aber für die Vor-Ort-Teilnehmer keine KI dieses Mal, weil sonst einfach der Witz an der Challenge weg ist. Und das muss natürlich nicht sein. Genau. So. Genau, wir können nochmal über diese Ordnerstruktur reden, wenn ihr wollt. Also im Grunde genommen hat man ja,
wenn man einen Ordner oder erstmal im Root-Verzeichnis. Ja, wir starten ja normalerweise in Unix bei einem Slash. Und dort drin liegen mehrere Ordner. Deswegen hat man in der Praxis einfach tatsächlich so eine Baumstruktur, wie er es gerade gesagt hatte, weil ihr ja mehrere Unterordner habt. Das heißt, ihr habt ein Root-Verzeichnis ganz oben an der obersten Stelle und dann geht es von dort in jedes einzelne Unterverzeichnis. Also zum Beispiel etc, zum Beispiel User, zum Beispiel Home und so weiter. Und von dort gibt es dann natürlich wieder mehrere Ordner. Das heißt, ihr habt von, sagen wir mal zum Beispiel Home, habt ihr einen Ordner Musik, Videos, Bilder. Ja, das sind dann wieder 3 Ordner in einem Verzeichnis. Und dieses Verzeichnis ist ein Verzeichnis von mehreren im Root-Verzeichnis. Dementsprechend habt ihr eine Baumstruktur und könnt da auch fast alle Algorithmen anwenden, die ihr auf Bäume anwenden könnt. Das ist ziemlich cool. Braucht man zum Pfade normalisieren nicht unbedingt, weil man beim Pfade normalisieren einfach, man hat einen String und man muss da vorne dran ein bisschen was manipulieren, also einen String manipulieren im Endeffekt. Ja, genau. Ich sehe gerade, dass wir mit der Übertragung ein bisschen hinten dran sind, deswegen entschuldigt, wenn ich sehr, sehr spät auf eure Kommentare erst eingehe. Aber genau, immerhin haben wir, glaube ich, heute relativ flüssiges Internet, was sehr, sehr gut ist. Und, oder? Ist gut? Alles gut? Perfekt, super. Okay, dann lasst uns noch mal kurz reingucken bei... bei unseren beiden... ich gucke gerade noch mal bei euch kurz rein. Nicht wundern. Ich schaue mal ganz gerne, was ihr so ändert und was ihr dann gemacht habt. Für jeden Folder, der drin ist, wenn er Punkt ist oder wenn der Ordner nicht existiert, dann entfernt ihr das. Genau. Und wenn der Folder Punkt ist, dann muss man natürlich eins zurückgehen. Das heißt, wir löschen nicht nur den aktuellen Ordner, sondern auch den Ordner oben drüber. Und genau, dann haben wir eigentlich schon relativ aufgeräumt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was schiefgelaufen ist. Warte mal. Wenn wir mit dem Root-Verzeichnis anfangen, müssen wir das natürlich auch noch bedenken. Das einmal, das ist genau das, was du gerade schreibst, ne? Wenn die Länge von Pfad 1... Na gut, brauchst du eigentlich nicht nochmal testen. Du hast oben den Boolean geschrieben dafür. Genau. Genau, man muss natürlich überprüfen, ob man im Root-Verzeichnis ist. Und falls man mit Root angefangen hat, also falls man einen absoluten Pfad hat, dann muss man natürlich mit dem Slash anfangen. Ansonsten fangen wir mit einem Unterordner an. Macht im Endeffekt einen Unterschied, ob unser Path, also unser Pfad, mit einem Slash anfängt oder eben nicht. Und dann haben wir hier ansonsten, glaube ich, relativ gute Ausgaben. Außer eine Kleinigkeit noch, aber die kriegt ihr auch noch hin. Das ist nicht mehr viel. Oh, der ist wild. Ja, stimmt. Ich erinnere mich an Example 4. Example 4 ist sehr wild. Das testet im Endeffekt nur längere Pfade und längere Ordnernamen und alles. Aber sieht schon sehr, sehr gut aus. Hast du das mit dem Absoluten schon drin gehabt? Ja, ne? Ja. Genau. Ja, genau. Sehr nice. Jetzt haben wir... Oh. Einen kleinen... Ah, ja.
Nice, sehr gut. Das. Warte. Der Punkt Naja, der Punkt fehlt nicht. Oder? Ah, der Punkt da unten, stimmt. Den Punkt habe ich übersehen. Aber oben ist auch noch was schief gelaufen. Da haben wir. Oh, ja, stimmt. Ja. Aber es ist close. Es ist close. Was denkst du? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay, lass mich kurz erklären. Also ich meine, es ist schon sehr, sehr richtig. Das Einzige, wo du jetzt gerade bist, auch in der markierten Zeile mit dem /, du versuchst ja vom Root-Verzeichnis Nummer 1 nach oben zu gehen. Das heißt, da ist ein / übrig geblieben, der da nicht sein sollte. Und das war das Beispiel unter foo/bar, ne? Genau. Du versuchst im Endeffekt von /foo/ gehst ja 1 nach oben, das heißt, du bist in Root. Und dann versuchst du nochmal 1 nach oben zu gehen, dann bist du aber immer noch in Root. Und dann gehst du erst in Bar rein. Das heißt, du versuchst quasi erstmal 2 nach oben zu gehen, also übers Root hinaus, wo du einfach im Root stecken bleibst. Und dann gehst du nochmal 1 in Bar rein. Das heißt, die Punkte müssen da einfach raus. Das ist, glaube ich, das unten drunter gewesen, beziehungsweise auch das da. Genau. Und genau, ja, das ist eigentlich schon so ziemlich alles. Wir probieren. Ihr probiert, sie probieren. Wie Praktomat. Dem Praktomat umgehen. Schön. Eine Zeile gebraucht, Alter. Okay. Ja. Import und Funk Main brauchen wir nicht zählen. In welcher Sprache hast du es geschrieben? Wenn du Funk schreibst, war das Kotlin? Nee, Kotlin war Fun. Ah, faszinierend. Eine Zeile ist wirklich nicht viel. Kann man es noch lesen? Ah, ihr habt schon drin. If current größer 1, path.pop. Oh, I see. Jetzt versuche ich gerade nachzuvollziehen, was genau ist bei euch current? Das ist das ist der Index des Punkt-Ordners, des Punkt-Teils des Pfades. So. Ja. Und current i-1 ist der vorhergehende Pfad, der auch entfernt werden soll. Okay. Ja, ich verstehe. Okay, ja. Ah, okay. Den vorhergehenden Pfad wollen wir nicht entfernen, wenn es root ist. Den vorhergehenden Pfad wollt ihr nicht entfernen, wenn es root ist. Aber root habt ihr ja gar nicht mehr, oder? Weil wenn ihr von root nochmal was, also ich meine, root ist ja, wenn ihr splittet an / gar nicht mehr vorhanden. Oder ist das? Nee, es ist als. Ja. Es ist ein leeres Element. Genau, es ist ein leeres. Im Endeffekt müsst ihr dann eigentlich nur den Pfad selber löschen. Was ihr sowieso machen müsst. Also ich meine, wenn ihr Punkt habt, dann müsst ihr sowieso Punkt immer löschen und das vorne dran eigentlich auch immer mit. Und wenn es halt vorne dran nichts mehr gibt, dann eben nur Punkt. Ja. Okay, ich schaue noch mal kurz bei TU Fast vorbei. Da ist viel passiert. Okay, lasst uns da mal kurz durchgehen. Also. Genau, hier irgendwas ist
Ich komme mal rüber zu dir, dann kannst du auch direkt ins Mikro sprechen. Irgendwas ist anders, wenn es ein absoluter Pfad ist. Das habe ich mir auch noch nicht durchgelesen genau. Ich will jetzt erstmal den Doppelpunkt, das ist im übergeordneten Verzeichnis ist, rausfinden. Weil hier, wenn wir jetzt das Beispiel haben, Fauxbar, Bats, dann ja, wollen wir hier den Ordner drüber vor dem Punkt entfernen. Das heißt, wir müssen das Slash finden von davor, um halt das richtig zu entfernen. Genau. Ja. Und deshalb suche ich jetzt, will ich jetzt rausfinden, welches Slash das, oder welches das Slash vor dem Doppelpunkt ist. Beziehungsweise, nee, nicht das Slash vor dem Doppelpunkt, sondern das Slash vor dem Doppelpunkt. Okay, ja. Genau. Da müsste ich ja eigentlich ein Array zurückbekommen. Weil hier mit Find finde ich ja nur die erste Occurrence. Und jetzt will ich ja, alle finden. Find, Achso, ja, stimmt. Find ist die erste und ich will aber alle. Da müssten wir wahrscheinlich ein Wie heißt denn das gerade? Find All meinst du das? Ah, wahrscheinlich. Und dann aber mal die Doku lesen, wie das zurückgibt. In welchem Format. Datentyp. Muss ich da noch was importieren? Also wenn du Ja. mit Find All arbeitest, Regex, ja. Ja. Ich kann leider nicht so viel lesen tatsächlich, weil es sehr, sehr spiegelt. Das Display ist ein bisschen schwierig. Ich hocke mich mal wieder rüber, dann gehen wir da mal zusammen noch kurz durch. Ich konnte nur wenig sehen, leider, weil, wie gesagt, verspiegelt. Also, wir gehen, also erstmal importieren wir Regex hier. Dann ziehen wir uns erstmal die, ja gut, die Anzahl an Aufrufen, iterieren da durch und dann, also wird erstmal der ganze Pfad gelesen. Es wird geguckt, ob es ein absoluter Pfad ist. Aktuell ist da noch ein Pass drin. Und dann wird ein Punkt verarbeitet. Wenn es nicht an erster Stelle steht, also wenn es gefunden wurde, mit Regex, okay. Ich überlege gerade, das ist auch schon eine Weile her bei mir, dass ich so damit gearbeitet habe. Okay, also das heißt, wir finden, ja, also wenn ein Punkt gefunden wurde, wollen wir einen Ordner nach oben gehen, dann, genau. Und unten ersetzt er einfach dann / mit einem /, falls mehrere Ordner zur Verfügung sind. Okay. Und wenn ein Punkt gefunden wurde, dann wird einfach dieser Punkt entfernt. Okay. Okay, ja, ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden, was hier passiert. Okay. Sehr spannend. Jetzt gucke ich mal kurz, was ihr geschrieben habt. Golang. Golang. Okay, Golang war das. Ja, klar, macht das. Macht das auf jeden Fall. Stellt es gerne auf GitHub. Wir sind sehr gespannt. Gab eine Standard. Okay, gut. Ja, gut. Also, wenn du ChatGPT dafür benutzen würdest, würde es das schaffen. Ja. Deswegen haben wir gesagt, also wie gesagt, bei euch online kann ich es natürlich nicht kontrollieren. Aber ihr könntet es dafür benutzen. Oh, ruft da gerade dein Team nach dir? Oder ist es ist nicht von dir, oder? Nee, EQWX Arten. Okay. Ist leider nicht ganz zufasst oder so. Ja.
Hast du gerade aus dem Augenwinkel gesehen? Zu viele Ifs. Schön. Okay. Wir gucken nochmal bei euch kurz rein. Mal gucken, was sich hier wieder getan hat. Seid ihr durch? Ihr seid durch, oder? Nee. Ah, nee. Okay, ja. Ich sehe gerade, da ist doch noch was anderes. Ja. Okay. Ich schaue gerade mal ganz kurz was, weil ich meine, hier einen sehr, sehr interessanten Kniff mir notiert zu haben. Nicht wundern. Genau das. Genau. So, jetzt habe ich natürlich hier nicht unendlich Zeit mit euch zu streamen. Wir sind nicht unendlich leider hier frei, aber deswegen verrate ich euch einen kleinen Tipp, und zwar online, beziehungsweise auch euch, wenn ihr wollt. Ihr könnt das erste Zeichen, wenn es ein absoluter String ist, auch einfach wegkloppen und dann am Ende wieder reinmachen. Dann könnt ihr nämlich absolute Pfade so behandeln, als wären es keine absoluten Pfade. Und wenn ihr dann einen absoluten Pfad habt und ihr habt dann irgendwann einen Punkt am Anfang, könnt ihr es einfach wegmachen. Also, vielleicht nochmal kurz. So, quasi, du hast einen Pfad. Du sagst, okay, ist mir egal, ob das Ding absolut ist oder nicht. Ich verarbeite das, was danach kommt. Und wenn dann dein Ergebnispfad ein Punkt, Slash ist, Punkt, Slash irgendwas, dann kannst du, wenn es ein absoluter war, einfach das Punkt wegfallen lassen. Wenn es kein absoluter war, startest du mit dem Punkt. Zum Beispiel. Also, eine Idee gewesen. Man muss natürlich nicht so machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wollt ihr jetzt doch die Library-Funktion benutzen? Ja. Nee. Wer nee. Okay. Okay. Also ich schaue gerade einfach zu, wie sie tippen. Ja. Okay, also wir sind gerade wieder bei unserem Freund von der TU Fast, der gerade einen Strategiewechsel geplant hat und doch die Standardbibliothek verwendet hat. Jetzt gucke ich mal bei euch rein, da sehe ich gerade schon wieder ein Grinsen. Ah ne, okay. Habt ihr? Ne, ihr habt's nicht. Ihr habt's nicht drin. Cool, finde ich gut. Wir haben angefangen mit Zinssetzung. Ihr geht wieder den richtigen, selbstgemacht Weg. Schön. Du hast os.path importiert, aber von dort musst du ja nochmal was importieren. Wegen Normpath. Das war das, was du vorher als from importiert hattest. Also du hast os.normpath geschrieben. Genau. Und da musstest du die Funktion an sich, genau.
Example passt, Example passt. Ja, ich habe im Auto geschlafen, weil mein Zelt relativ... Sag das nochmal ganz kurz. Ich hatte ja im Auto geschlafen, weil es mein Zelt relativ unter Wasser gesetzt hat, deshalb... Ja. Das ist, oh Gott. Nee. Ich habe heute extra noch Schuhe gekauft, damit ich trockene Schuhe hatte, genau. Ja, es hat hier sehr geregnet. Wahrscheinlich bei euch unter Umständen auch zu Hause. Und ich glaube, hier hat es auch ordentlich viel unter Wasser gesetzt. Ne? Ich bin auch hergefahren und auf der Autobahn war Aquaplaning. Es war alles nass. Es war wirklich, das war krass. Ja. Da im Zelt schlafen, das glaube ich nicht. Habt ihr im Zelt geschlafen? Ja, selbstverständlich. Aber auf der positiven Seite, unsere Pools sind jetzt gefüllt. Das heißt, wir sind ready für warmes Wetter. Schön, schön. Ja, warmes Wetter haben wir ja jetzt. Also mittags Pool und nachts wieder neu auffüllen. Ja. Finde ich gut. Gut, herzlichen Glückwunsch, du hast es natürlich auch geschafft. Viel Erfolg euch noch. Danke. Und ja, Dankeschön fürs Mitmachen auf jeden Fall. Du kannst auch gerne nochmal zu, wo ist er? Da vorne, Christian gehen. Genau, und dann Bescheid geben, dass du es gelöst hast. Dankeschön. So, dann schaue ich nochmal bei euch vorbei. Mal gucken, ob ihr da noch... hier haben wir heute gelernt, die Dokumentation durchzulesen. Vielleicht ist nämlich die Lösung schon dort vorzufinden. Berliner Team wäre echt smart. Ist wie Essen kochen. Das finde ich eine schöne Metapher. Essen kochen, klar, im Restaurant gibt es gute Sachen, aber wenn man was selber machen will, dann eigenes Zeug schreiben. Kriegt man online auch Geschenke? Ja, kriegst du. Wenn du es online löst, zu dem Abnehmen-Ding mache ich jetzt mal nicht, das ist, glaube ich, ein Video anderer Art. Kannst du mir aber gerne mal schreiben, dann gebe ich dir da eine Antwort drauf. Wegen dem Online-Geschenke, es gibt, wenn du es online einreichst, die Lösung, kriegst du auch einen Code, der führt dich zu einer Pipeline von Audi und dort wirst du dann direkt auch bei denen aufgenommen in den, also zumindest in den Pool von Bewerbern, die potenziell drankommen können oder vielleicht auch, ihr seht es hier eventuell hinter mir, da gibt es duales Studium, duale Bachelor-Masterarbeiten, Abschlussarbeiten und Praktika. Dafür ist die Pipeline da, dass man sich zumindest mal bewerben kann. Also schaut da gerne auch auf jeden Fall rein, wenn ihr das hinbekommt. Aber die wollen natürlich, die wollen hier die Leute, die Challenge auch lösen können. Kriegt ihr aber hin. Wir unterstützen kein Golang. Dafür erlaube ich dir tatsächlich auch ChatGPT zu benutzen und es dann von Golang in Python oder sowas umzuschreiben. Golang, wir arbeiten dran, okay? Darfst mir gerne einen Feature-Request schreiben, dann mache ich da direkt ein Issue ready und dann machen wir das. Finde ich gut. Okay, so dann rutsche ich wieder zu euch beiden. Also, rutschen heißt, ich stelle meinen Screen auf euch um, damit ich euch zugucken kann. Also ihr macht halt die Custom-Lösung, ne? Muss ich nochmal sagen, finde ich sehr geil. Weil ansonsten wäre das hier eine relativ langweilige Challenge, wenn jeder einfach die Standardbibliothek benutzen würde. Wir haben, wenn im Pfad an der vordersten Stelle ein Punkt ist, was machen wir dann? Welche Fehler habt ihr denn noch? Foo/Bar funktioniert, Slash Punkt haben wir noch. Ja. Also Slash Punkt ist natürlich noch nicht komplett gelöst, das Problem. Ja. Also müsst ihr am Anfang Punkt wirklich wegmachen? Nur wenn es absolut ist, ne? Nur dann müsst ihr es verarbeiten. Jetzt will ich mal ganz kurz eine freche Sache gucken. Eine Hand zu wenig, so. Wenn wir einmal hier... Wie ist die Funktion? Normpath, genau. Normpath.
Ich habe zu wenig Hände, um das Mikro noch zu halten. So. Okay. Ich bin offensichtlich zu doof, auf die Schnelle den Code von der Norm-Path-Methode zu finden. Ich habe nur ein Issue gefunden, was sehr, sehr lustig ist. So. Was solltest du machen? Wir machen jetzt erstmal den Push raus und dann gucken wir, wo die Fehler sind. So ein Pfusch draußen, dann machen wir es ordentlich, hat er gemeint. Okay, ich bin sehr gespannt. Also, wenn der Ordner am Punkt ist, dann entfernen wir es. Und wenn der Index von -1, also das quasi vorne dran, nicht leer ist, dann poppen wir den. Ja, das hört sich grundsätzlich erstmal vernünftig an. Jetzt. And Index ungleich 0. Verstehe. Das heißt, wenn wir Punkt machen und wenn wir einen Punkt finden und es nicht ganz vorne ist und es nicht absolut ist. Das sind sehr viele uns. Ja. 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 Was passiert, wenn du das jetzt laufen lässt? Funktioniert dann der Rest noch? Jetzt funktioniert gar nichts, okay. Okay. Was sind deine Gedanken gerade dabei? Warum mache ich das überhaupt? Ich meinte eigentlich eher bei dem If-Statement. Aber ja, okay, gut. Fair point. Warum quälen wir uns eigentlich so gerne? Warum quäle ich gerne andere Menschen? Nein, okay. Habt ihr gerade nicht gehört? Er hat gefragt, warum machen wir es auch noch freiwillig? Was meinst du? Wenn das mein Arbeitgeber sieht. Sieht er nicht. Die wissen, im Normalfall würdest du einfach die Standard Library nehmen, aber hier willst du zeigen, so wird es richtig gemacht. Außerdem ist es nicht so einfach. Es ist schon eine Challenge, deswegen haben wir es Challenge genannt. Soll ich euch ich versuche euch mal kurz einen Tipp dazu suchen, den ich euch geben kann. Ihr habt schon angefangen mit einem Out, ne? Ihr definiert Out relativ weit oben, aber erst unten mit dem Join fangt ihr an, das Out zu füllen. Ihr könnt auch tatsächlich nicht auf Path 1 arbeiten, sondern direkt einfach in Out reinschreiben. Ich glaube, das könnte hier tatsächlich sehr helfen.
um ein bisschen Struktur reinzubekommen. Weil zum Beispiel einen Punkt müsst ihr ja gar nicht reinschreiben. Dann. Und wenn ihr out füllt, ich würde euch empfehlen, out als eine Liste aus Listen zu bauen. Oder nee, eine Liste aus Strings zu bauen. Weil... Hast du es gefunden? Hast du es gefunden? Nebenher noch ein bisschen angefangen, weil es mir den Finger gejuckt hat. Warte, dann kann ich auch mal bei dir drauf gucken. Nee. Doch, mach mir. Wir gucken einfach mal kurz. Oh, das ist Java. Oh, jetzt muss ich denken. Oh Gott, Moment. Okay, also wir haben einen Scanner. Ja. Wir bauen uns eine String. Genau, wir bauen uns eine Stringliste. Das ist wahrscheinlich. Funktioniert Scanner.next überhaupt? Was Standard, also was oben in der Main von Anfang an drin war? Weil Das sollte funktionieren, ja. Sollte. Außer wir haben irgendwas kaputt gemacht. ich kenne nur Next Line, aber es kann auch sein, dass Next immer die gleiche Zeile und Next Line halt immer dann eins runterspringt. Das kann auch sein. Vielleicht probierst du es auch mit beiden. Genau, und dann haben wir einen Delimiter drin. Okay. Ich guck nochmal bei dir auf die Python-Lösung. Genau. So. Was du auch machen kannst, ist, wenn du splittest an den Slashes, dann entfernst du ja alle Slashes. Jetzt hast du ja ein Out, musst du übrigens auch umdefinieren, hast du eine Liste an Strings erstmal. Ja? Da würdest du ja dann quasi jeden Ordnernamen, der ein Pfad ist, reinschreiben. Da sind ja dann auch keine Slashes mehr drin. Was aber vorkommen kann, ist, dass du zum Beispiel einen leeren Pfad hast. Wenn du im absoluten startest, dann hast du ja zum Beispiel auch einen leeren Pfad direkt am Anfang. Das heißt, es kann vorkommen, dass du leere Ordner da drin hast. Die müsstest du natürlich auch rauswerfen. Also die oder gar nicht erst reinschreiben im besten Fall. Weil du es ja in Folder bei dir auch drin hast. Genau. Und genau, dann kannst du eigentlich weitermachen. Genau. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Path 1 musst du jetzt gar nicht mehr verändern. Das ist schon mal das Gute daran. Oder? Warte mal, Path 1. Ah ja, genau, das ist das. Okay. Okay. Und genau, versuch mal, wenn du genau das machst, genau, oder Len von Folder, ja, genau. Versuch da mal nicht was aus dem Pfad rauszumachen, weil du willst ja jetzt direkt den Output reinschreiben, dann kannst du das eigentlich oder weglassen, dann kannst du eigentlich drin bleiben, weil dann hast du nämlich auch nicht das Problem, dass du irgendwie aus Versehen auf einen anderen, also quasi dein Loop kaputt machst. Ja. Das macht die Sache, glaube ich, auch einfacher. Also du kannst Zeile 10 sozusagen einfach zu einem Continue umwandeln, wenn du so möchtest. Ja. Und dann mit einem Punkt ist auch einfacher, weil dann brauchst du nicht mehr. Also klar, du brauchst noch if Punkt und du musst überprüfen, ob der Ordner davor existiert und dann musst du eigentlich nur den rauslöschen. Du musst gar nicht mehr irgendwie gucken, ob der Index ungleich 0 ist und ob es absolut ist und so weiter. Das sollte einfacher sein. Jetzt gucke ich gerade mal.
Genau, und das Absolut kannst du eigentlich auch rausschmeißen. Das geht ja genauso dann. Die Überprüfung and not ist absolut. Und dann genau, Continue und dann Auto Append Folder, genau, smart. Und Achtung, bei dem if len path 1, sorry, das ist natürlich mein Fehler jetzt, dann musst du natürlich noch len von out reinschreiben, klar. Eins oben drüber in Zeile 14. Da, das war ja mein Ding, dass ich gesagt habe, ist ändern. Ja. Sorry. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, du kannst tatsächlich Append auch nehmen, was sollte, oder? Nee. Ja. Oh, stimmt, du hast recht. Gut, du kannst auch einfach in den finalen Pfad einfach direkt am Anfang einen Slash reinsetzen und dann halt sagen Return irgendwie Slash plus das. Achtung, jetzt überschreibst du out. Shit, stimmt. Da brauchen wir dann noch eine andere. Ja. Ja. Oh. Da gibt's einen geilen Python-Trick. Den muss ich euch leider sagen, ich kann nicht anders. Du kannst return, mach mal return slash, also der Slash, also in Anführungsstrichen, mal ist absolute. Ja. Und dann plus slash.join. Weil mit mal ist absolute bekommst du, wenn ist absolute halt false ist, bekommst du es mal 0, also es ist weg. Wenn es true ist, bekommst du es 1, also bekommst du 1 Slash am Anfang. Sorry. Das werde ich öfter benutzen. Ja, es ist einfach geil, oder? Man fühlt sich irgendwie geil. Aber ja. Und das sieht eigentlich schon sehr, sehr gut aus, glaube ich. Jetzt bin ich gespannt, was die Ergebnisse sagen. Hast du schon laufen lassen, den Test? Das ist Pop -1, ne? Ne, du willst outpoppen. Aber Pop -1 ist, glaube ich, generell ein Problem, weil du ja... Warte mal. Das erste oder das Element vorne dran poppen, ne? Oder? Ich glaube, da musst du anders schreiben. Kannst du das... Hast du den Index? Weil du musst ja bei Index poppen. Ja, warte mal, wenn du 0 poppst, dann poppst du ja immer das Element vorne dran. Das erste Element. Du wolltest das letzte, genau.
Ja, einfach len von. Lenk von minus 1 und hast das Lenk vergessen. Wolltest du Lenk von minus 1 Du wolltest einfach Pop von len von out wahrscheinlich dann, oder? Du wolltest. letzte haben? Ja, Ich möchte das letzte. ja, genau, ja. Oder halt einfach abkürzen, das mit minus 1. So geht's natürlich auch. Wobei, will man das? Gut, ja, du kannst es so machen, ja. Geht schon. Auch eine Möglichkeit, ja. Geht, kann man machen. Also ich meine, du kannst auch. Ja, kannst du auch machen. So, jetzt bin ich gespannt. What happened? Foo slash bar, bar, foo bar slash bar? Ah, Punkt slash bar. Und der Punkt ist auch drin. Das Punkt slash bar im Expected Output, das ist das, was noch nicht stimmt. Ja. Also das dritte von, nee, das dritte von unten. Also bei uns jetzt einfach, oder bei euch hat es einfach nur bar ausgegeben. Der Pfad ist nicht absolut gewesen, aber ihr hattet noch einen Punkt dabei. Jetzt lass mich kurz gucken, wo war denn das? If Folder ist... Ah, genau, ja, stimmt. Ja, jetzt brauchst du noch einen zweiten if, wenn der Index eben doch gleich 0 ist. Weil ansonsten fügst du ja das Punkt gar nicht hinzu. Aber da kommen wir dann auch schon wieder in andere Gefilde, ne? Weil wenn du dann nämlich noch einen Punkt hast und das Index davor ist ja auch schon ein Punkt, dann darfst du das nicht entfernen mit der if vorne dran. Also vielleicht kurze Zusammenfassung für die Zuschauer. Wenn wir jetzt gerade das Ganze so machen, dann entfernen wir bei slash bar, entfernen wir auch die beiden, oder fügen wir einfach nie die beiden Punkte zu out hinzu, die wir aber hinzufügen müssten, weil es ist ja kein absoluter Pfad. Und wenn wir das Ganze mit Punkt aber hinzufügen, also einfach so sagen, ey, wenn wir halt Index, also ganz vorne sind, und es ist kein absolutes und wir fügen es einfach hinzu, was richtig wäre, haben wir das Problem, dass wir slash, wenn wir damit anfangen würden, dann würden wir in der zweiten if, da wo du prüfst, ob Punkt dabei ist, also in Zeile 10, würden wir die Punkt von davor löschen. Das heißt, wir müssen das, müssen wir beides noch bedenken. Kriegst du aber hin, das kriegst du hin. Ich guck mal kurz wieder in die Kommentare rein. Oh, ist sie gerade down? Kann jemand die Challenge nicht lösen? Let me see. Bei mir funktioniert soweit alles. Also ich kann die Challenge nicht einlösen, Cookies löschen und sonstiges ist auch nicht möglich. Hast du Brave Browser? Da haben wir gerade noch Schwierigkeiten. Der wird gerade blockiert, leider. Die entsperren uns leider nicht. Das musst du einmal erlauben, damit du, also da einfach oder generell Scriptblock und sowas, den musst du einmal erlauben. Changes werden nicht geladen. Okay.
Ich schaue nur mal ganz kurz. Let me see. Ich denke, Arc sollte funktionieren, ja. Jetzt bei mir laden sie ganz normal. Oh. Ah, nee, haha, wir sind schon drüber, tatsächlich. Wir sind schon drüber. Wir haben schon fast 16 Uhr, fällt mir gerade so auf. Und wir wollten bis 16 Uhr streamen. Dementsprechend, bei Brave musst du den Löwen rausmachen. Ist nicht schlimm, ihr könnt es einfach danach online machen. Also ihr könnt es gab ein Zeitlimit, weil wir gesagt haben, oder weil Audi gemeint hatte, ey, ihr habt 1 Stunde. Aber das ist kein Problem, du kannst einfach die Challenge später dann einfach hochladen. Also wir stellen alle zur Verfügung. Aber vor uns füllt sich gerade auch schon eine riesige Menschentraube. Aber du kannst dann einfach, also wir werden sie morgen einfach dann wieder online stellen und online lassen. Und du kannst sie dann einfach genauso wieder hochladen und dann passt alles soweit. Also da kriegst du auch dann noch diesen Code und alles, das ist kein Thema. Ansonsten schreib mir, dann schicke ich dir den noch privat rüber. Schreib mir einfach eine E-Mail, dann mache ich das. Genau. Wir schauen noch mal ganz kurz bei euch rein, weil wir sind tatsächlich hier ein bisschen, um 16 Uhr müssen wir durch sein. Oder dürfen wir gar nicht länger machen. Das sieht schon sehr gut aus, oder? So, also wenn der Folder Punkt ist und der Index ist nicht 0 und genau, das ist kein Punkt vorne dran, dann mach mal Punkt 3, lösch den Ordner vorne dran. Genau, okay, Länge von Out ist größer 0, okay. Ah. Jetzt musst du das Ganze noch mit isAbsolute machen. Bei Zeile 13 kannst du es einfach reinfügen, glaube ich. Dass du einfach sagst, and is not absolute. Das sollte relativ gut machbar sein. Oder? Oh, was ist passiert? Slash, Punkt, Slash. Ah. Mach mal eine Kleinigkeit. Mach mal in Zeile 7 statt Enumerate Path Enumerate Path 1, fang mal den Path an von 1 bis Ende. Ne, fang mal den Path von mach wieder den Trick mit dem isAbsolute mal 1 oder mal isAbsolute. Ne, warte. Ich habe eine Idee. A1 bis Ende. Weil das schneidet ihr vorne das erste Zeichen ab, falls es ein absolutes Teil ist und ansonsten nicht. Das sollte das jetzt... das hat nicht geholfen, schade. Ich war mir nicht sicher, ob das den Bug fixt, aber es ist zumindest brauchbar, weil du brauchst den ersten Teil dann nicht. Jetzt gucke ich gerade, woran liegt das noch? Slash, Punkt. Ihr hört schon die Musik, es ist der Final Countdown. Schön. And out von... Wobei, nee. Doch, das stimmt eigentlich.
Wo ist das rein passiert? Okay, ja gut. Ich fürchte, wir müssen leider aufhören. Aber ey, es war sehr, sehr close. Ihr habt es sehr gut versucht. Vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen an euch natürlich. Ihr wollt wahrscheinlich auch an der Tombola teilnehmen. Und danke, dass ihr online teilgenommen habt. Ich mache das jetzt mal ein bisschen leiser, weil wir schon ein bisschen überzogen haben. Danke an alle, die dabei waren. Morgen gibt es den ganzen Livestream nochmal, inklusive den Challenges. Ihr könnt gerne morgen wiederkommen. Würden uns sehr freuen. Und ja, danke fürs Teilnehmen und fürs Mitgucken und fürs Miträtseln. Danke an die Online-Teilnehmer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.